Wollt ihr auch so einen leckeren New York Cheesecake machen? Dann bleibt dabei. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nordis Kochstunde. Und das, was wir machen, ist kein gewöhnlicher New York Cheesecake, sondern wir machen ein leckeres Beerentopping obendrauf. Okay, klassisch kriegt der New York Cheesecake einen Keksboden. Jawohl, und deswegen zerstampfen wir erstmal die ganz normalen Butterkekse in einer Tüte und dann nehmen wir einfach einen Fleischklopfer dazu. Gut, haben wir nun alle Butterkekse zerbröselt, geben wir Zucker hinzu und auch noch flüssige Butter. Und das Ganze vermischen wir natürlich richtig gut und ausgiebig, damit alles schön homogen verteilt wird in dieser Schüssel. Sind wir dann soweit, geben wir das Ganze in die Springform hinein, wo ich auf den Boden Backpapier draufgelegt habe. Das Ganze verstreichen wir dann schön gleichmäßig und drücken das Ganze auch schön flach, so dass sich der Boden auch noch schön verdichtet. Gleich danach geben wir das Ganze dann in den Backofen hinein, den wir auf 200 Grad Oberhitze vorgeheizt haben. Darin verbleibt der Boden dann für 12 Minuten. Ja, sozusagen, wir backen somit den Boden vor, damit der nachher seine Konsistenz behält. In der Zeit können wir schon mal Zucker mit Vanillezucker mischen und Grieß mit Maisstärke. Weiter brauchen wir auch noch für die Füllung den Saft einer Zitrone und die pressen wir auch noch aus. Okay, jetzt können wir den Boden auch schon aus dem Ofen wieder herausnehmen und abkühlen lassen. Später kommt ja der Kuchen wieder in den Ofen hinein, wenn die Füllung drin ist. Und diese Zeit, die dazwischen liegt, kann ich nutzen, auch noch einen weiteren Kuchen zu backen. Meistens zum Beispiel einen Schokoladenkuchen, nach Omas Rezept. Gut, also wir haben jetzt dann die Backform auch schon den Rand mit Backpapier ausgekleidet und wir kümmern uns um die Füllung. Und für die Füllung geben wir 6 Eier in eine große Rührschüssel. Nach ein paar Minuten geben wir dann zu den Eiern den Zucker hinzu und rühren das weiter kräftig durch. Kurze Zeit später folgt dann auch die Grieß-Maisstärke-Mischung und der Zitronensaft. Wir haben das Ganze jetzt gut durchgemischt. Und dann kommen die 2 Hauptdarsteller mit ins Spiel. Und zwar Frischkäse und Quark. Oder Mascarpone und Quark. Nehmt das, was euch am besten gefällt. Hauptsache, der New York Cheesecake ist nachher so richtig cremig. In der Textbeschreibung von diesem Video könnt ihr nachher die Zutaten nachlesen. So, und dann mixen wir das Ganze wieder kurz durch. Am Anfang natürlich recht schnell und dann zum Schluss richtig langsam. Weil, warum langsam? Wenn wir das Ganze langsam durchmixen, dann sind fast keine Blasen mehr in dieser Füllung vorhanden, weil wir das Ganze schön langsam durchrühren. So, und dann gleich danach geben wir das in die Springform hinein, da wo wir ja den Boden vorgebacken haben. Kurz mal noch das Ganze glatt streichen und dann ab damit in den Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten. Aber das ist ja klar, dass es danach noch weitergeht. Dann senken wir die Temperatur auf 130 Grad und der Kuchen bleibt noch für weitere 80 Minuten im Ofen. Nach der Zeit öffnen wir dann die Ofentüre für einen Spalt weit für 30 Minuten. So kann der Kuchen ganz langsam abkühlen. Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil jetzt kommt eine Schicht Schmand drauf auf den Kuchen. Und diesen Schmand, den rühren wir erstmal in einer Schüssel so richtig kräftig durch und natürlich mit Zucker.
Und weil die Springform 28 cm im Durchmesser hat, nehme ich 2 Becher Schmand, um diese Schicht herzustellen. Wer möchte, kann natürlich auch Sahnefestiger verwenden, um diese Schicht noch fester zu machen, aber ich nehme dieses Mal keinen Sahnefestiger dazu. Sobald dieser schöne süße Schmand auf dem Kuchen drauf ist, verstreichen wir ihn auch schön gleichmäßig. Und wie schon gesagt, wir sind noch lange nicht fertig, weil ich möchte noch ein Beerentopping drauf geben. Und dafür rühre ich Gelatine in etwas Beerensaft an. Den Rest von dem Saft gebe ich in einen Topf rein. Und diesen Saft im Topf erhitze ich nur ganz leicht, weil wenn ich dann die Gelatine nach 10 Minuten hinzugebe, rühre ich so lange durch, bis sich die Gelatine in diesem lauwarmen Saft aufgelöst hat. Schrittweise gebe ich dann danach die Beeren hinzu, zum Beispiel schwarze Johannisbeeren oder Himbeeren, genau wie jetzt. Also, das Ganze ist jetzt nicht so richtig heiß. Und dann gebe ich das dann auf den New York Cheesecake drauf und gleich danach natürlich in den Kühlschrank, damit sich das Ganze schnell abkühlt. Da kommt dann die Wirkung von der Gelatine natürlich zur Geltung und das Ganze verfestigt sich. Und wir können den Kuchen nach 4 Stunden aus dem Kühlschrank wieder herausholen und anschneiden. Wer möchte, kann natürlich den New York Cheesecake auch über Nacht im Kühlschrank belassen. Und weil wir den dicken Boden vorgebacken haben, ist das Umsetzen von diesem New York Cheesecake auch kein Problem. Aber nun schneiden wir uns mal ein schönes Stück ab und ihr werdet sehen, wie cremig dieser New York Cheesecake ist. Sieht der nicht unglaublich lecker aus? So stelle ich mir so einen richtig cremigen New York Cheesecake vor. Aber vielleicht habt ihr Lust bekommen, diesen New York Cheesecake mal nachzubacken und ich würde mich freuen, wenn ihr mir berichten würdet, wie er geworden ist. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder mit dabei sein würdet bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.